Heute kam die Besitzerin dieser Farm unerwarteterweise zurück. Und zwar ist es eigentlich ein ziemlich trauriger Grund, denn der Großvater von ihr ist gestorben. Er lag jetzt schon die letzten Tage im Sterben, es ging ihm nicht gut. Und wir werden jetzt mit zur Beerdigung gehen. Es ist eine buddhistische Beerdigung. Wir wissen nicht, ob wir irgendwelche Aufnahmen machen können. Wir nehmen die Kamera vielleicht mal mit. Aber ja, wir sind gespannt, wie es wird. Ich habe mir unter einer Beerdigung was anderes vorgestellt, aber wir lernen noch was dazu. Ich dachte, wir... Also hier ist es Tradition, dass sich jeden Abend getroffen wird, bis alle Gäste durch sind. Und so lange wird gegessen und sozusagen gefeiert, bis dann die Beerdigung, richtige Beerdigung stattfindet. Das Essen ist sehr spicy. Wir sind immer noch auf der Beerdigung und es ist komplett anders als in Deutschland. Hier rennen Kinder durch die Gegend. An der Feier muss nicht direkt daran teilgenommen werden, auch wenn die Mönche da drüben durch die Gegend gelaufen sind. Was jetzt gerade abgeht, das würde in Deutschland gar nicht gehen. Es würde nicht nach keiner einzigen Beerdigung gespielt werden. Und zwar um Geld. Einmal bitte zeigen. No money. Sogar Dinge kann man hier noch auf der Beerdigung kaufen, irgendwelche kleine Schnuckelsachen oder Spielzeug. Ja, wir sind jetzt beim Beerdigungsraum angekommen. Die Menschen machen Musik und der Mönch schaut nebenbei Fernsehen. Ja. Wir sind nun wieder zurück von der Beerdigung, beziehungsweise es war nicht ganz die Beerdigung, also es war mehr so das, was wir in Deutschland als den Leichenschmaus kennen, nur hier in einem sehr großen Umfang. Das Ganze geht jetzt noch 5 weitere Tage und mit jedem Abend werden eigentlich die Gäste noch mehr. Also es war jetzt heute wohl der kleinste Abend, was das
gemeinsame Essen angeht. Ja, wir haben nochmal so drüber nachgedacht und fanden es interessant, dass die Menschen sehr fröhlich jetzt hier beisammen sind. Es auch, ja, man hat jetzt keinen so wirklich weinen sehen, aber später haben wir es dann doch noch mitbekommen, dass ja die Frau, also die Frau von dem Verstorbenen sehr trauert. Sie ist auch 90, genau wie der Großvater, der jetzt hier gestorben ist. Sie waren 70 Jahre verheiratet. Also eine enorm lange Zeit, eine wahrscheinlich sehr enorm tiefe Beziehung, die die beiden hatten. Und da ist ja klar, dass sowas nicht spurlos an einem vorübergeht. Und ja, auch unsere Gastgeberin, die Familie, das hat man jetzt schon gemerkt, dass es ihnen auch näher geht und dass sie auch traurig sind. Ja, es war spannend, das jetzt mitzuerleben. Das Essen war ziemlich spicy. Ich habe gerade eben erstmal Heilerde reingeworfen. Aber ja, war spannend, das so zu erleben. Die Musik, die man gehört hat, mit dieser zweiseitigen Violine oder Cello im Mini-Format, das war anscheinend Musik, die der Großvater sehr gerne gemocht hat. Deswegen wurde es dort gespielt. Durch den Tod des Großvaters konnten wir mit den Angehörigen reflektierende Gespräche führen, die vor allen Dingen die Themen Sinn und Sinnhaftigkeit, Materielles und auch Religiöses beinhalteten. Der Großvater hat ungefähr so gelebt, wie wir in Deutschland vielleicht vor 130, 150 Jahren. Wir würden es vielleicht sehr einfache und primitive Verhältnisse nennen. Aber was wir jetzt mitbekommen haben, war der Großvater sehr glücklich und zufrieden. Er war mit seiner Frau sehr glücklich verheiratet, sie haben eine sehr gute Beziehung geführt. Und auch zu den anderen Familienmitgliedern pflegte er eine sehr liebevolle und glückliche Beziehung. Was er hatte, war ein Dach über den Kopf, ausreichend zu essen, nicht mal eine Krankenversicherung oder ähnliches, sondern es ging ihm einfach gut. Warum es ihm einfach gut ging, können wir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall hat er mit wenig gewusst, glücklich zu sein. Und dann fragen wir uns manchmal, was wir in der westlichen Welt alles brauchen, um glücklich zu sein, um das zu leben, was uns die Werbung suggeriert. Ja, und da geht es häufig um das Materielle, was wir alles brauchen, dass wir das und jenes haben wollen. Aber worauf es eigentlich ankommt, das sind die Beziehungen. Die Beziehungen zu Menschen, die wir haben, die wir kennen und die wir schätzen. Und am 5. Tag hat die Beerdigung stattgefunden, also beziehungsweise zuerst die Verbrennung. Und das Interessante ist, in der buddhistischen Kultur ist, dass sie so eine 2-Baht-Münze den Toten in den Mund legen, beziehungsweise es können auch 2 einzelne Bahtstücke sein. Das sind umgerechnet 5 Cent, 5 Eurocent knapp. Und dann wird der Mensch in das Krematorium gebracht und verbrannt. Und anschließend bleiben Asche und Knochenstücke übrig und halt auch diese 2-Baht-Münze. Sie machen das als Sinnbild. Und das ist ein ziemlich wachrüttelndes Sinnbild für Menschen, die es irgendwie im Kopf haben, dass sie das ganze Leben lang materiellen Dingen hinterherrennen müssen. Und zwar, wir können von dieser Welt nichts mitnehmen. Egal wie wir uns abmühen, egal wie wir uns abhetzen, irgendwelche Terminplänen hinterher zu rennen oder ähnlichem. Es bleibt alles hier. Wir vergehen und werden Dünger für die nächsten Wälder oder Grasbüschel. Aber auf jeden Fall ist es sehr einprägsam. Diese Münze wurde dann nach der Verbrennung, also nicht genau diese, aber eine dieser Münzen würde dann nach der Verbrennung rausgenommen werden. Und es zeigt uns einfach, was der Fokus in unserem Leben sein sollte.
Ja, was bleibt, wenn wir gehen? Es sind die Worte und die Beziehungen, die Taten, die Dinge, die wir mit anderen Menschen erlebt haben, die selbst nach dem Tod noch ihre Spuren weitertragen werden. Und das sollte uns doch wirklich zum Nachdenken anregen. Welche Worte wählen wir? Was für Dinge tun wir? Auch welche Gedanken haben wir? Denn das alles wirkt doch irgendwie weiter, als wir vielleicht manchmal denken. Denn sind wir für die anderen mehr Segen oder sind wir mehr Fluch? Die Entscheidung liegt ganz bei uns. Das Schöne in der christlichen Religion ist es, dass wir darauf hoffen und glauben können, dass wir unsere geliebten Menschen eines Tages wiedersehen. Und die Entscheidung, ob wir das ewige Leben mit ihnen verbringen dürfen, das hat jeder selbst in seiner Hand. Ja, das bringt uns dann wieder zu der Frage, was sind die Prioritäten in unserem Leben? Investieren wir in Dinge, die Ewigkeitswert haben, in unseren Glauben und in unsere Beziehungen zu anderen Menschen, um ihnen zu dienen und ein Segen für sie zu sein?